Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. Immer noch bei Westend unterwegs, haben wir in der letzten Folge unsere Frau Mama besucht, die doch relativ einsam ist. Und jetzt sind wir bei dem ersten Infektionsherd. Ich glaube, die Gute hinter uns ist ein Vampir und ich würde sagen, wir klopfen hier einfach mal an. Oder gehen einfach durch, wie nachdem. Und ich hoffe, wir müssen da jetzt nichts Großes besiegen. Bitte. Oh. Der Ascalon Club? I witnessed the first great hunt. All my progeny was slaughtered by Priwen then. Can't believe it's happening again. Das habe ich ja total verpeilt, dass es der Ascalon Club ist. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Danke. Gut, dann schauen wir uns einfach mal hier um. How's your investigation going, Dr. Reid? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Aber warum müssen wir jetzt in diesem Haus hier rumlaufen? May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you. Gut, ich dachte... hier wäre irgendwie ein Herd, keine Ahnung.
Okay, vielleicht sollten wir hier wieder raus. Aber mir ist gerade beim Gespräch was eingefallen. Wir haben ja bei uns zu Hause einen Schlüssel bekommen. Ein kleiner Schlüssel und unten war die Tür noch verschlossen. Da würde ich gerne nochmal mit euch hin und gucken, ob wir da durchkommen. Oder habe ich oben die Tür aufgemacht? Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal schauen. Das wäre nämlich hier. Nein, das war er nicht. Aber hier konnten wir doch irgendwas machen. Da, genau, die Tür. Erstmal Geld klauen. Unsere Frau Mama möchte ins Theater. Oh Gott, okay, der Brief ist so lang. Ich würde sagen, jeder liest für sich alleine. So, ich mach weiter. I remember Sunday walks in the park. Und dann muss ich mal kurz noch mal... It's locked. Was hat unsere Frau Mama da gerade gemacht? I cannot enter. Vielleicht war das ein bisschen zu spät. Wir warten noch mal kurz. Beschwört sie die etwa? Frau Mama, komm doch mal. Ich glaube, das dauert, bis sie wiederkommt, oder? Ja, komm. Starr doch bitte die Tür nicht so an. Sie kann nichts dafür. Frau Mama? Die Tür ist hier hinten. Ruhe da unten. Jetzt warten wir auch noch auf die Gute. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it.
But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. It's locked, all right. Da kotzt die erstmal unten wieder. So, Frau Mama. Dann kann ich doch sicher jetzt mit dir... Jonathan! Ja. Oh, über Vater. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Okay. Goodbye, Mother. Try to... Goodbye, son. Please... Dies werden wir garantiert nie tun. Kann ich jetzt in ihr Zimmer eigentlich? Yes, Jonathan. Spending next summer in France. Absolutely. Why not? Gut, dann gehen wir nochmal zu Ivory, oder wie der Gute heißt. Da ist er. Yes, Mr. Jonathan? I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reid was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Ich sollte mir den Brief nochmal genauer durchlesen. Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives
as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reid like that. She may get better. It's only a hypothesis, but I know my mother is strong. Whatever illusions have clouded her mind, they will fade in time. Yes. With time, Miss Reid will recover from this cursed year. I know that your return can only be beneficial to that process. So sieht's mal aus. Wir haben hier alles gut. Goodbye, Avery. Of course. Gut, das kennen wir alles. Yes? Nein. Goodbye. Of course. Ich wollte eigentlich gerade losrennen. Da war ich gerade bei Resident Evil drin. Nein, falsche Richtung. Da lang. Er hat unheimlich gelacht. Zweiten Teil, der ist hier oben. Gut, wartet, wir sind aber hier irgendwo in der Nähe. Ah, verstehe. Das sind die Oh. Das sind die Alles klar. Dann gehen wir mal da lang. Bin ich da richtig? Ja, ich gehe da richtig entlang. Warte mal, oder? Wir gehen mal woanders hin. Stamina. Wer hat denn da geklopft? Wie komme ich denn da jetzt hin? Auf der anderen Seite. Gehen wir einfach mal hin, da klopft jemand. Wir müssen ja eh hier rein. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Ach, das war ein Vampir, oder wie? Gut, nö. Ich dachte, das wären Einwohner. Komme ich denn jetzt da eigentlich lang? Nee, ich muss da lang, wo die sind. Okay. Hä? Ich konnte ihn die ganze Zeit nicht anvisieren. Hey. Ich kann sie nicht anvisieren.
Ich kann sie hier in diesem Tunnel nicht anvisieren. Das ist eine merkwürdige Kiste. Stell mal, pack mal eine Taschenlampe wieder ein. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen bergig. Eben so. Ach, wartet mal, wir haben ja eigentlich hier einen besseren bekommen. Das war ein sehr komischer Kampf. Ich sehe da oben Blut. Haben die da drin Fernseher? Sah so aus. Sir, no civilians allowed. Wo zum Henker steht denn noch ein? Da oben ist Blut. Wie komme ich denn da rein? Vielleicht hier einfach mal die Tür aufmachen? Nö. Das Blut muss ja schon was bedeuten, dass es da oben rumkleckert. Das haben wir schon mal. Kann ich It's locked. von der anderen Seite verschlossen? Ist es vielleicht das, wo wir hingehen müssen? Könnte vielleicht Mittel sein. I can't believe I'm doing this. Tun wir aber gerade. I have this thirst for blood. Ich will doch nur meine Blutreserven auffüllen.
Aber ich glaube, das ist ein Unterschlupf. Wo wir gerade hier stehen, kann das sein? Gut, da kommen wir nicht hin. Ich höre ein größeres Herz schlagen. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Ich soll den ersten Herd. Okay. Ich säubere ihn und nehme alles mit. Der eine Herzschlag hört sich so nah an. Er läuft unten lang. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Hut vielleicht? Ich kann es nicht erkennen. Gut, auf jeden Fall alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sind wir jetzt bei der Familie drin? Könnte vielleicht möglich sein. Wir untersuchen ihn gleich. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Oh. Der Arme. Wer das wohl war? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Ich will nicht wissen, was da auf uns jetzt wartet. Gut, dann wollen wir mal reinschauen. Wir kommen gleich zu dir. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Die Attacke wird kaum was nützen. Oh, Ruckler.
Verdammt, ich wollte gerade ausweichen. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Nein! Ich hätte mich heilen sollen. Ist doch nicht wahr. Ich habe gerade abgewägt, nimmst du schnell diese Spritze oder lässt du es lieber? Und dann war es in diesem Augenblick. Ah, nein. Ach nee, wie schön. Das ist doch. Oh, jetzt haben wir nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Aber ey, wir sind jetzt voll. Finde ich gut. Liebe Elsa, es ist mir eine große Freude, dir mit diesem Brief deine Aufnahme als Privatschülerin an meiner Schauspielschule zu bestätigen. Die kleine Szene, die du letzte Woche freundlicherweise für mich dargeboten hast, hat mich davon überzeugt, dass du das Zeug zu einer echten Schauspielerin hast. Schleue, Format und Mut. Schleue. Als Privatschülerin wirst du von mir persönlich unterrichtet und betreut. Während dieser intensiven Unterrichtsphase solltest du in der Schule wohnen, denn ich bin fest überzeugt, dass nur die uneingeschränkte Hingabe das volle Potenzial meiner Schüler freilegt. Also vergiss bitte nicht, Nachtzeug und alles andere mitzubringen, das du brauchst, um eine Woche in meiner Schule zu verbringen. Mit freundlichen Grüßen, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Ja, war das schön. Aber wir haben sie wenigstens. Auch wenn ich zum Schluss gestorben bin. Der spielt freundlicherweise einen Werwolf draußen. Ich mache mal kurz hier alle Türen auf. Gut, die haben wir aufgeschlossen. Die können wir nicht aufschließen. Dann haben wir nur noch einen Herd, den wir... Hier ist auch Blut. Machen wir irgendwann. Will ich dahin? Nein, will ich nicht. Ich muss kurz schauen, wo ich herkam. Ich kam von da. Jetzt gehen wir dahin. Kann sein, dass der Priester uns... Ja, na klar. Gironi. Renne. So. Cool. Die kommen mir nicht hinterher. Haben wir eigentlich schon alle von... Einige fehlen uns noch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier nach oben dann. Women of all countries unite. Kann ich hier rein? Nein. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? It's locked, all right. Ja, okay, wir nehmen die große Runde. Das wollte ich nicht.
Warte mal kurz. Ich möchte gerne. Ich brauche Blut. So, das haben wir dann schon mal. Oh Gott, da läuft einer. So, dann müsste hier gleich in der Nähe... Ah, die Tür haben wir aufgeschlossen. Das nehmen wir mal. Ruckel. Dann sind wir eigentlich schon hier drin. Wohin rutschst du denn? Oh, yes. Nein, 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 komm. Oh. So, haben wir jetzt alle? Ach ja, wir haben alle. Die Spuckviecher sind irgendwie ganz schön lästig. Wir schauen uns... ja, Blutkonserven. Oh, nee. Das ist aufgeschlossen. Wartet mal kurz, ich will Ihnen so eine wunderschöne Attacke entgegenpfeffern. Ist gleich. Soweit. Ah, verdammt, ich wollte gerade weg. I can't believe I'm doing this. Tust du aber. Ratten! This is despicable. Renn doch nicht weg. I can't believe I'm doing this. Was du aber tust. Ach komm, ich lutsch noch die restlichen aus. I have this thirst for Komm, ich habe deine Brüder auch getötet. Komm her. Ah, da. This is despicable. Eine lasse ich am Leben. Nett, oder?
So, und das ist, glaube ich... der nächste Herd. Okay, ihr Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.